16 Tage im Westen der USA. Natürlich haben wir die Golden Gate Bridge besucht. Es gab wilde und romantische Küsten, verwunschene Wälder und moderne Stadtzentren. Wir sind in Schluchten und grandiosen Canyons gewandert, waren beeindruckt von den monumentalen Felsformationen in der Wüste. Los geht unsere Reise in der Großstadt, in Salt Lake City, der Hauptstadt von Utah. Gegründet wurde Salt Lake City 1847 durch Mormonen. Wir bewegen uns im Zentrum der sogenannten Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Auf dem Tempelplatz sehen wir Verwaltungsgebäude, das Zentrum für Ahnenforschung, Versammlungsstätten. Nicht entdecken können wir den Tempel. Der Baulärm macht uns schließlich auf ein eingehülltes Gebäude aufmerksam. Das ist er. Schade. Hineingedurft hätten wir aber sowieso nicht. Also gehen wir nur wenige Meter nach Osten und stehen vor dieser beeindruckenden katholischen St. Marks Kathedrale. Und da gehen wir auch hinein. Wiederum nur wenige Schritte sind es bis zum Einkaufstempel von Macy's. Am zentralen Platz der riesigen Shopping Mall gibt es Musik und Wasserspiele. Oberhalb der Stadt ragt die 87 Meter hohe Kuppel des Kapitols auf. Es beherbergt das Repräsentantenhaus, den Senat und den obersten Gerichtshof von Utah. Und so schaut man auf die Stadt hinab. In der Marmorrotunde erinnern Gemälde und Ausstellungsstücke an die Frühzeit des Staates. Unter diesem zentralen Gemälde liegt der Eingang zum Repräsentantenhaus. Und hier kommt Brigham Young, Führer der Mormonen, Gründer der Stadt und erster Gouverneur von Utah. Wir werfen noch einen Blick in den Park und dann wandern wir in die Berge oberhalb des Kapitols. Wir werden mit diesem Blick auf Salt Lake City belohnt. Das wird eine lange Fahrt nach Westen. Bis an die Küste Kaliforniens wird es zu weit. Deshalb fahren wir von Salt Lake City in Utah nur bis zum schönen Klamath Falls in Oregon. Wir verlassen Salt Lake City und fahren auf der Interstate 80 nach Westen. Bei Winnemucca, Nevada, kommen wir auf kleinere Straßen, die uns nach Norden führen. Mitten in der Wüste finden wir eine abgelegene Bar. Keine Ahnung, wo diese Leute leben. Wir verlassen die Hochebene und kommen hinunter in das wesentlich grünere Oregon. Schließlich kommen wir nach einem Ritt über 1027 Kilometer in Klamath Falls an. Die Kleinstadt lohnt einen Zwischenstopp und eine Übernachtung. Wir machen eine Wanderung entlang des Klamath Rivers
und entdecken die Vogelkolonien am Fluss. Die nächste Etappe führt uns durch Oregon und Nordkalifornien bis an die Küste nach Crescent City. Entlang des Upper Klamath Lake fahren wir nach Westen. Die Landschaft wird zusehends grüner und waldreicher. Wir kommen nach Kalifornien. Crescent City hat vom Tourismus noch nicht viel mitbekommen. Wir machen einen Rundgang durch den Fischereihafen. Aber schnell zieht es uns weiter. Unser nächstes Ziel ist der Redwood National Park. Auf dem Highway 101 fahren wir nach Süden. Bei Klamath entdecken wir ein Hinweisschild auf einen Baum, durch den man angeblich mit dem Auto fahren kann. Ich glaub's nicht. Sabine kann sich nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber diese zwei Herren versuchen es mit ihren Harleys. Okay, etwas mühsam. Aber schließlich klappt es. Lob von der Gattin. Einige Meilen weiter südlich biegen wir erneut vom Highway ab und kommen zum Prairie Creek Visitor Center des Redwood National Parks. Wir wandern hinein in einen zutiefst beeindruckenden Urwald. Die Küstenmammutbäume sind riesig. Hier schrumpft man als Mensch auf Ameisengröße und ist nur ehrfürchtig am Staunen. Dieser Baum ist einer der ganz großen. Der Big Tree, der große Baum, 87 Meter hoch, 7,2 Meter im Durchmesser und 22,7 Meter Umfang. Das Alter des Riesen wird auf 1500 Jahre geschätzt. Wow! Unser nächstes Ziel heißt Sebastopol und liegt in der Nähe von Santa Rosa. Dort warten Freunde auf uns.
Weiter geht es nach Süden. Aber schon bald lockt uns wieder eine Abfahrt und wir kommen zu einer abgelegenen Bucht. Test. Wie warm wohl der Pazifik hier ist? Wohl eher kalt. Wir wechseln auf den Highway Number 1 und fahren entlang der Küste nach Süden. Es wird wärmer. Wir verlassen die Küstenstraße und fahren nach Osten zu unseren Freunden Jean und Robin. How old would you say? 10 years? No, more than that. More than that? Wow. And this Wir was werden hineingenommen in die by- Familie und eine großartige Gastfreundschaft wird uns zuteil. Gemeinsam besuchen wir die Pazifikküste und Bottega Bay. That looks like a farm. Yeah, it looks brown. No, all of them. Was für dort das steht da? Anything but. He's flying away. Hier drehte Alfred Hitchcock Szenen für seinen berühmten Film Die Vögel. Well, this way, maybe. How's that? Wir pausieren im Ökogarten der Waldflor Bread Bäckerei und die Gartenfans nehmen die Gelegenheit wahr zur gemeinsamen Besichtigung. Der Abschied fällt dann schwer. Vielen Dank, Robin und Jean. Bon voyage. Winke, winke. Tschüss. Es geht weiter nach Süden. Wir fahren Richtung San Francisco. Wir fahren durch einen Tunnel und dann kommt sie auch schon in Sicht, die Golden Gate Bridge. Auf der westlichen Seite führt ein Wanderweg hinauf in die Berge und wir kommen zu einem Aussichtspunkt, von dem aus wir einen tollen Ausblick auf die Brücke und die Skyline von San Francisco haben. Unser nächstes Ziel heißt Carmel by the Sea. Das liegt 120 Meilen südlich von San Francisco am Meer. Wir fahren also über die Golden Gate Bridge, durchqueren San Francisco und fahren über den Highway Number 1 am Meer entlang nach Carmel. Wir müssen dann Carmel. Es ist Abend geworden und wir gehen noch hinunter an den Strand, um zu beobachten,
wie die Sonne im Meer versinkt. Wir folgen weiterhin dem Highway Number 1 nach Süden und das wird ein Highlight unserer Reise. Südlich von Carmel wird der Highway Number 1 zum Erlebnis. Die Küstenstraße führt zum Teil hoch über dem Meer entlang und bietet spektakuläre Aussichten. Immer wieder halten wir an und staunen. Zu unserem heutigen Ziel, Morro Bay, ist es nicht mehr weit. Wir halten aber noch einmal an, denn wir entdecken diese Kolonie von Seelöwen. Sie liegen ziemlich entspannt am Strand. Doch zu nah sollte man ihnen nicht kommen, sie könnten beißen. Morro Bay wurde 1870 als Frachthafen gegründet, heute ist es ein beliebter Ferienort. Von der Uferpromenade am Yachthafen hat man einen schönen Blick auf den Morro Rock, das Wahrzeichen des Ortes. Aus einem der zahlreichen Restaurants am Hafen kann man zuschauen, wie die Sonne hinter dem Morro Rock verschwindet. Zum zweiten Mal liegt eine sehr weite Fahrt vor uns. Wir wollen bis nach Kanab, nach Utah, um von dort aus den Zion National Park und den Bryce Canyon zu besuchen. Zunächst geht es noch durch das grüne Küstenland Kaliforniens. Doch schon bald kommen wir in die Wüste. Wir passieren Bakersfield und fahren durch Las Vegas. Je weiter wir nach Osten kommen, desto gebirgiger und interessanter wird die Wüstenlandschaft. Nach 10-stündiger Fahrt und 1033 Kilometern erreichen wir die Arrowhead Farm etwa 30 Kilometer nördlich von Kanab in Utah. Wir übernachten in einer der gut ausgestatteten Hütten. Am nächsten Morgen sitzen wir auf der Terrasse, freuen uns an den Kolibris, telefonieren nach Hause, genießen die Morgensonne und unser Frühstück. Die Arrowhead Farm ist ein wunderschönes Fleckchen Erde. Bis zum Zion National Park ist es nicht weit. Er liegt ca. 30 Kilometer westlich der Arrowhead Farm. Wir fahren über den Osteingang in den Park hinein. Auf gut ausgebauten Straßen fahren wir durch den südöstlichen Teil des Naturparks. Immer wieder halten wir an, um den Ausblick zu genießen. Am südlichen Haupteingang bei Springdale müssen wir in einen Bus umsteigen. Nur so ist der nördliche Teil des Parks erreichbar. Es gibt Wanderungen und Klettertrails unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade. Wir wollen eine einfache Wanderung in die Schlucht des Willis Creek unternehmen. Am Anfang ist das auch einfach. Aber schon bald geht es nur mit nassen Füßen und Schuhen weiter. Schön ist es trotzdem.
Circa 90 Kilometer sind es bis zum Bryce Canyon. Auf gut ausgebauten Straßen fahren wir nach Norden. Die Landschaft ändert sich schon lange vor der Ankunft am Canyon einfach toll. Im Canyon wird aus einfach toll dann einfach grandios und zutiefst beeindruckend. Obwohl die Außentemperaturen deutlich über 30 Grad Celsius liegen, entschließen wir uns zu einer Wanderung, die uns weit hinunter in den Canyon führt. Ganz oft bleiben wir stehen, staunen, halten vor Ehrfurcht den Atem an. Wer weit hinuntersteigt, der muss am Schluss auch wieder weit hinaufsteigen. Der Weg windet sich in steilen Serpentinen auf das Plateau hinauf. Wieder oben angekommen sind wir erschöpft, aber auch ein bisschen stolz und glücklich. Noch einmal genießen wir den Ausblick in den Bryce Canyon. Unser nächstes Ziel ist der Lake Powell in Arizona. Wir fahren auf dem gut ausgebauten Highway 89A durch die Wüste nach Osten und kommen westlich der Kleinstadt Page bei der Staumauer an. Mitten in der Wüste wurde der Colorado ab 1963 aufgestaut. Der Glen Canyon Damm ist 171 Meter hoch. Im nahen Besucherzentrum kann man sich über das Bauwerk und den See informieren. Über diese Brücke sind wir gerade gefahren. Der See dient als Wasserreservoir und ist ein beliebtes Feriengebiet. Seit Jahren verliert er aber an Wasser. Es geht weiter. In einem weiten Bogen fahren wir durch Arizona zum Monument Valley. Wir kommen auf eine Hochebene und in das Gebiet der Navajo Reservation. Wir fahren mit unserem glücklicherweise geländegängigen Mietwagen ins Tal hinab. Wandern ist nicht erlaubt, aber anhalten, aussteigen und fotografieren, das geht natürlich. Der Anblick der Felsspitzen und Tafelberge lässt einen sofort an unzählige Western- und Hollywood-Produktionen denken, die hier gedreht wurden. John Ford drehte hier schon mit John Wayne in Schwarz-Weiß. Spiel mir das Lied vom Tod, Easy Rider, Forrest Gump nutzten ebenfalls die großartige Naturkulisse. Im Tal begegnen uns Navajo, authentisch auf dem Pferd oder beim Verkauf von handgefertigtem Indianerschmuck. Vom Monument Valley fahren wir auf dem Highway 191 nach Norden Richtung Moab. In der Wüstenlandschaft Utahs zeigen sich immer wieder interessante Felsformationen. Nachdem wir Moab durchquert haben, kommen wir schon bald zum Arches National Park. Arches heißen im Englischen diese Felsbögen. Über 2000 Bögen mit Öffnungen von mindestens 90 cm sind im Park nachgewiesen.
Die Arches entstehen ständig neu und vergehen wieder durch Erosion und Verwitterung. Genauso wie diese riesigen Felsbrocken, wie zum Beispiel der Balanced Rock, der balancierte Felsen. Wir gehen auf den letzten Abschnitt unserer Rundreise und fahren Richtung Salt Lake City nach Nordwesten. Noch einmal geht es durch die Wüste Utahs. Nach 16 Tagen und 5200 Kilometern endet unsere Rundreise durch den Westen der USA in Salt Lake City.